In einem meiner letzten Videos ist nach nicht einmal 2 Jahren mein Dickenhobel von Triton ausgestiegen. Ich habe damals erwähnt, dass ich noch Ersatzteile versuche zu bestellen, um das Ganze wieder hinzukriegen. Habe ich alles versucht, hat aber nichts genützt. Das Ding ist wirklich über den Jordan. Ich habe mein Geld zurückbekommen auf Garantie und mir was Neues, Schnuckliges organisiert. Und zwar dieses hübsche Ding von Metabo, das ist der DH330 Dickenhobel und der wird in diesem Video zum ersten Mal zum Einsatz kommen. Nach dem Intro geht's los. Ja, und was bauen wir uns denn Schönes in diesem Video? Mir schwebt eine Wanduhr vor, das wollte ich schon lange mal machen, aus schönem Hartholz. Da warten einige Herausforderungen auf uns. Erstmal schauen wir, welches Holz wir dafür verwenden. Ich möchte ein relativ helles Holz haben und da ein paar dunkle Akzente setzen, kommen wir dann dazu. Und mir schwebt am ehesten Esche vor. Da habe ich nämlich hier ganz ein schön langes Brett, das schon ziemlich gut abgerichtet ist. Daraus werden wir uns ein kleines Brett zusammenleimen und dann geht's weiter. Los geht's! So, schauen wir uns das Ganze mal an. Esche ist halt schon total geiles Holz, kann ich anders sagen. Ich würde sagen, das sieht gut aus. Als erstes werden wir es jetzt gleich durch den Dickenhobel jagen. Ist gleichzeitig die Premiere für unser neues Maschinchen hier, das ich euch schon gezeigt habe. Und danach geht es bereits ans Kreis ausfräsen. Los geht's! So, und da hätten wir unseren Kreis. Ich habe es irgendwie schon lange nicht mehr gemacht, so einen Kreis auszufräsen. Ich habe mich ein bisschen doof angestellt, aber schlussendlich ist das, glaube ich, ganz okay rausgekommen. Ich finde diese Spiralnutfräser echt klasse für sowas. Ich habe das früher immer mit normalen Nutfräsern gemacht und das Ergebnis ist einfach viel besser mit diesen Spiralnutfräsern. Kann ich echt empfehlen. Schaut mal in die Videobeschreibung, da gibt es weitere Infos dazu. Als nächstes geht es hier um den Mechanismus, dieses Uhrwerk. Das gibt es in jedem Baumarkt, Bastelshop in verschiedenen
für verschiedene Zifferblätter, muss ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich ein ideales genommen habe. Ich habe nämlich eins genommen für, wo steht's? 1 bis 4 mm dicke Ziffernblätter. Ich weiß auch nicht, warum ich auf das gekommen bin, weil das Ding ist bestimmt nicht 1 bis 4 mm. Ich habe aber sowieso vor, diesen Kasten noch ein bisschen hier einzuarbeiten. Das kann man jetzt sehr rudimentär mit einem Forstnerbohrer machen. Ich habe aber vor, das mit der Oberfräse zu machen, dass es ein bisschen hübscher aussieht. Und ja, das machen wir jetzt. Los geht's! Ja, schön ist zum Glück ein dehnbarer Begriff. Fürs erste Mal freihändig fräsen, finde ich aber, ist das ziemlich okay rausgekommen. Sicher schöner, als wenn man das jetzt einfach hier ein paar Mal mit dem Forstnerbohrer reingeballert hätte. Jetzt haben wir nämlich wunderbar Platz für unser Kästchen hier. Lässt sich schön tief versenken. Wir haben nämlich jetzt genau diese 4 mm Ziffernblatt, die wir brauchen, um dieses Ding reinzupacken. Ich werde jetzt hier erstmal ein bisschen Ordnung machen und morgen machen wir das Ding dann fertig. Bis dann! Für die Uhr könnte man jetzt einfach den Eschekreis lassen, wie er ist. Würde ja auch wunderbar funktionieren so. Ich möchte aber noch ein paar kleine Akzente setzen. Darum habe ich mir jetzt mal das Ziffernblatt konstruiert. Und bei den Stundenpunkten möchte ich mir kleine Kreise aus anderen Massivhölzern einlassen. Dafür verwende ich Forstnerbohrer und Zapfenschneider, seht ihr dann gleich. Und ja, ich hoffe, das wird schick aussehen. Legen wir los! Und damit wäre auch dieses coole kleine Projekt wieder abgeschlossen. Eine schöne Wanduhr aus Esche mit diesen Paduk-Akzenten. Auf der Rückseite habe ich es jetzt so gelöst. Dieser kleine Kasten, der schaut, obwohl ich diese Aussparung gefräst habe, noch ein paar Millimeter hervor. Damit es keine Probleme beim Aufhängen an der Wand gibt, habe ich jetzt einfach noch diese Eiche-Leisten, die ich bei meinen Abschnitten gefunden habe, aufgeleimt und diese Aufhängung angebracht. Damit sollte das jetzt kein Problem mehr sein, das Ding an die Wand zu hängen. Ja, ansonsten, wenn euch das Projekt gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer, wenn ihr mir was Nettes in die Kommentare schreibt, ein Like da lasst und sehr gerne auch meinen Kanal abonniert. Kommen nämlich viele weitere solche Projekte. Könnt ihr gespannt drauf sein. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und macht es gut.